Er ist eine herausragende Persönlichkeit für den deutschen Sport. Olympia ist das größte Event für den olympischen Athleten, das es gibt. Ich glaube, die Antwort unterscheidet sich nicht von allen anderen Antworten der Olympiasportler. Aber es ist wirklich so, es ist einfach geil, da zu sein. Für die Sportler ist es mit Sicherheit das A und O. Man hat dann einfach nicht nur ein Team, wie bei uns im Fechten dann irgendwie von 4 Personen, sondern plötzlich sind es 450, weil wir alle das gleiche Land, die gleiche Nation vertreten. Und da ergibt sich so ein Teamgeist halt einfach in der ganzen deutschen Delegation. Ja, ich weiß noch, in Sydney, da war man einfach froh, dabei zu sein und dann vor Ort, ja, komm, wir gehen mal dahin im Olympischen Dorf, lass uns das mal anschauen und ja, da ist die Sportart, komm, lass uns die mal anschauen, selbst während den Wettkämpfen und das würde mir heutzutage im Leben nicht mehr passieren. Die Fahne zu tragen war natürlich Riesenehre. Gerade weil mich die Sportler und das Publikum irgendwo dazu ausgewählt haben und da irgendwie vorne weg zu marschieren ins Maracanã-Stadion rein. Das war schon ein Riesenmoment. Das absolute Highlight ist wirklich der Einmarsch, wenn man angekündigt wird, Germany und dann in allen Sprachen und dann das Licht auf einen kommt und das ganze Team hinter einem. Also es war schon wirklich sehr berührend und sehr emotional. Schon unglaublich, 6 Olympische Spiele überhaupt mitzumachen. Beeindruckend an Timo Boll ist vor allen Dingen die Konstanz, dass er so lange schon über 20 Jahre auf Top-Niveau international spielt. Timo Boll, jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten. Riesenjubel! Auf so hohem Niveau, so lange Zeit stabil vorne zu bleiben, ist eine unglaubliche Leistung. Übrigens nicht nur eine körperliche Leistung, sondern auch eine mentale Leistung. Und das ist ja das, was den Tischtennissport auszeichnet. Einerseits braucht es die Fitness natürlich, andererseits eine Konzentrationsfähigkeit, die fast schachähnlich ist. No! Come on! What? Wrong! Timo Boll! What can't he do? Are there any limits? Does physics apply to this man? The hand switch, counter loop, look at this. Hooking side and top, a ripping backhand from off balance, a fanning shot. That's a forehand from the backhand side of the body. 多くの卓球選手の目標であり、卓球ファンの憧れの存在です。ティモの紳士で誠実なフェアプレーの精神はスポーツ選手の模範でもあります。Timo Boll of Germany has match point. Can he close it out? Pressure of Liu Gusheng. Oh, you can't believe it. I just can't believe what I've seen. They're quite incredible there. Boll's instinct was to point to the table. Fair play of the highest order. Es ist unglaublich, dass jemand auch eben nicht nur in der Vergangenheit ein so überragender Sportler gewesen ist, sondern aus dem Teenageralter ist er jetzt entwachsen und dort immer noch sportlich aktiv zu sein und immer noch an Olympischen Spielen teilzunehmen, also auch in dieser Konstanz,
sportlich erfolgreich zu sein. Ist ja auch etwas, was ihn übrigens mit Dirk Nowitzki verbindet. Ich finde, die beiden sind sich durchaus ähnlich. Der eine im Tischtennis, der andere im Basketball. Yes, it is. Jarko Jogic misses the block. And Timo Boll, the European everything, has won. Dass er trotz dieser Anerkennung, trotz dieser Leistung immer noch ein so bescheidener Typ ist, so auf dem Boden geblieben ist, das ist einfach toll. Ich vermute, tief hinten im Hinterstübchen fuchst es ihn auch immer noch so ein bisschen, dass er da noch keine Einzelmedaille hat. Ich vermute sehr stark, er wird noch bis 48 weiterspielen, um sich diese Einzelmedaille noch zu holen. Olympia ist so irgendwie, von der Mannschaft her lief es immer eigentlich super. Nur im Einzel nie so richtig. Ich habe bei Olympia gerade so im Einzel noch nie so diesen Touch gespürt, den ich eigentlich normalerweise habe. Ja, habe schon viel probiert, aber irgendwie wollte es noch nicht so sein. どんなに苦しい場面でも試合を投げない、最後まで諦めない姿勢。試合が終わった後は勝ち負けに関係なく相手の力を認め、敬意を払う姿勢が人間としてスポーツマンとして素晴らしいと思います。Ich könnte jetzt sagen, klar, da fehlt jetzt noch ein bisschen was in seinem Puzzle, aber ich glaube, das ist nicht so. Mir persönlich fehlt gar nichts. Ich kenne auch viele weitere Sportler, die ganz viel erreicht haben, die herausragende Vorbilder sind, die kein olympisches Gold gewonnen haben, vielleicht mal Silber oder Bronze oder im richtigen Augenblick oder im wichtigen Augenblick vielleicht nicht das entscheidende Quäntchen Glück hatten, aber immer wieder aufgestanden sind und sich immer wieder dem Wettbewerb gestellt haben. Ich gebe aber nicht auf. Einem Mann wie Timo ist immer alles zuzutrauen und man muss einfach immer abwarten, wie die Konstellation ist. Also ich traue Timo alles zu. Ja, viele meinen, okay, der ist dann 40 in Tokio, wie soll der das nochmal schaffen? Aber ich glaube, gerade durch diese ganzen Erfahrungen, 6 Olympische Spiele, durch die Routine und durch seine Ruhe, kann er super vieles ausgleichen, wo vielleicht jüngere Tischtennisspieler von der Physis vielleicht ein bisschen stärker sind. 其实他不光肩负着德国的希望，其实他这么多年一直是欧洲的希望，让大家这个德国、欧洲都希望他能够强大起来，跟中国乒乓球来对抗，而且他确实做到了。Ja, ich bin immer noch, glaube ich, auf einem Niveau, wo ich immer noch gefährlich spielen kann und deshalb ist irgendwo eine kleine Chance da und deshalb werde ich auch 100% weiterhin angehen und alles dafür geben und opfern. Ich will nicht sagen, ich würde mich ärgern, wenn das nie klappen würde, aber klar, ein kleiner Makel ist es natürlich, aber den werde ich, selbst wenn es nicht klappt, auch irgendwie überleben. Lieber Timo, ich wünsche dir für die Olympischen Spiele 2021 alles Gute in Tokio. Drücke die Daumen und hoffe, dass du deinem sportlichen Können und deiner Leistungsbereitschaft, deiner Disziplin und deiner Konzentrationsfähigkeit auch noch ein ganz klein bisschen Glück dazu kommt und dann weiß man nicht, wie es ausgeht. Paul-san, 今度東京でオリンピックのゲームズ頑張ってください。今度は絶対一番になってください。 Lieber Timo, für deine 6. Olympischen Spiele in Tokio wünsche ich dir alles Gute. Unglaublich, 6-mal bei Olympia. Hut ab. Timo, 我很希望你在明年东京奥运会拿金牌，加油！ Lieber Timo, aufhören kannst du immer noch. Mach weiter, solange es geht. Lieber Timo, deine 6. Olympischen Spiele, jede einzelne Teilnahme hast du dir selbst erarbeitet.
unzurecht verdient. Was für eine Krönung. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute. Timo, mein Lieber, ich wünsche dir für die Olympischen Spiele in Tokio nur das Beste, dass du einfach deine beste Leistung abrufen kannst. Alles andere hat man manchmal nicht in der Hand, aber ich hoffe, du hast das Quäntchen Glück, was ich in Rio auch hatte, und stehst nachher ganz oben und kommst mit der Goldmedaille, mit deinem großen Traum nach Hause. Ich glaube an dich. Wir sind sehr stolz, ihn auf dem Weg begleiten zu können. Alle Kokaner drücken ihm natürlich die Daumen und wünschen ihm viel Erfolg.